I've seen a pattern in my life. It's when I feel I have it all, things never turn out right. Now I see I might be to blame, that's why I feel it's time to change. I'm gonna give new love a try. And if you fail to find your love, I won't be the fall guy. I'll guard myself from heartache, that's why I fear my heart won't take. How far will I fall? How far will I fall? If I should fall, how can I trust again? Oh, how far will I fall? I will find love again. Oh, how far will I Der erste Teil von der Untersuchung war für mich sehr spannend, besonders die Sache mit der Polterdiode hat mich fasziniert. Ich habe allerdings im Hinterkopf gehabt die ganze Zeit, dass die Polterdiode vielleicht doch nur auf mich oder auf den Alex B. reagiert hat und war mir dann doch nicht so sicher, ob man das Ergebnis werten kann. Aber ja, deswegen haben wir auch die Versuche immer doppelt gemacht und Plätze getauscht. Und wir denken im Nachhinein, dass das eine ganz gute Idee war. Gehen wir ganz ans Ende mal durch, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Das Gerät kennt ihr schon von Jürgen und Corinna. Möchtet ihr euch bemerkbar machen? Oder mit uns sprechen?
Ihr könnt euch vielleicht über dieses Gerät hier bemerkbar machen. Oder ihr könnt auch Lärm hier herinnen machen. Uns einfach zeigen, dass ihr hier seid. Weil vorher die Tür auch so blöd gemacht hat. Aber da haben wir es halt nicht berührt. Da hat es mich gerissen. Wer hat hier die Ärzte und die Schwestern so erschreckt? Dieses Krankenhaus war einmal eine Lokomotivfabrik. Und ist auch im Krieg als Lazarett verwendet worden. Könnt ihr mir den Namen vom Diktator sagen, der damals an der Macht war? So. Ja. Gut, also wir bewegen uns jetzt Richtung Poltation. Alex hat gesagt, es ist was vorgefallen, er wollte uns aber nicht sagen, was vorgefallen ist. Wir sollen selber rausfinden. Bin ich schon nervös. Ja. Hoppala. Gleichgewichtsproblem. Aber ich glaube, ich war nur ein falscher Schritt. Okay. Es ist schon die Kälte auch, die ich spüre. Wenn jemand hier ist, dann kann er sich gerne jetzt schon melden. Die Rotation verhält jetzt relativ ruhig. Ja? Ja, aber ich will da nicht rübergehen. Ich will nicht weitergehen. Wenn jemand hier ist, kann er sich gern uns jetzt schon mitteilen. Du kannst in dieses Gerät hier, über dieses Gerät kannst du mit uns reden. Das ist auch das Sessel, da haben wir uns ja auch noch angesetzt. Das wird es gleich angehen. Ja, das ist Ja, gut. das war jetzt da wegen mir. Ja. So, also der Alex hat gesagt, dass ich mich da mal hinsetze und dann kann man Fragen stellen. Ist jemand hier? Kann jemand mit uns reden? Wer bist du? Genau. Wer bist du? Wir haben gehört, es gibt immer wieder Erscheinungen von einem jungen Mädchen.
von einem Mädchen mit dunklen Haaren in einem Patientengewand. Kannst du mit dem Gerät spielen? Oder auch hier mit uns reden. Ich muss mich einmal hinsetzen. Wenn du das Gerät in einer Hand berührst, dann leuchten verschiedene Lämpchen auf. Wie ist dein Name? Du kannst auch, wenn die Antwort auf unsere Fragen ja lautet, zur Spieluhr gehen. Dann spielt die Spieluhr. Bist du groß? Möchtest du spielen? Wer ist noch hier bei uns? Bitte? Da läuft Uhr für Retour. Seid ihr hier gefangen? Spiel doch mit der Spieluhr. So flau im Magen ist mir jetzt. Spiel mit den Geräten. Alex hat auch gesagt, wir können die Spiritbox auch ausmachen bei Ja-Nein-Fragen, wenn wir Ja. wollen. Stimmt. Wieder mit der dritten Hand. Ja. Mit der fünften. Schauen wir mal. So, schauen wir mal. Ist die richtig? Warte. Jetzt. Das ist das ist sehr schwer zu drücken, die Taste. Ist jemand hier? Fühlst du dich wohl? Bist du gerne hier? Kannst du nicht weg? Bist du ein Mädchen?
Bist du ein Bub? Der Jürgen bei mir knarzt. Was? Da links von mir knarzt es die ganze Zeit. Ist jemand bei uns? Teile dich uns mit. Bist du einsam? Das war jetzt wieder die Uhr. Sonst drehe ich nochmal auf. Oder wolltest du noch irgendeine Frage stellen? Warte. Lass mich nur kurz hochen. Ich höre nichts mehr. Der exakt gleiche Versuch mit der Poltertune und den gleichen Zusatzgeräten und Positionen. Und was ist dabei rausgekommen? Nichts. Nichts, richtig, ja. Das ist aber nicht unbedingt schlecht, weil dadurch kann man auch rückschließen, dass deine Antworten, die du so vorbekommen hast, auch richtig waren und echt waren. Es war sowieso ein komisches Hin und Her an dem Abend. Ja. Es ist alles eher so schubweise gekommen. Es war Geduld angesagt und daher setzen wir die Runde mit den gleichen Geräten noch ein wenig fort. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was passiert, nachdem der Körper gestorben ist? Wohin geht die Seele? Wisst ihr, warum das Licht hier herinnen jetzt doch aus ist? Wer von euch hat die Spieluhr bedient? Ich habe jetzt er verstanden. Wer ist er? Warte mal. Was hat er erlebt? Kannst du das uns auch zeigen? Nein, nach seiner Reaktion. Schon? Doch?
Würde mich sehr freuen. Magst du mit dem Musikgerät spielen? Ja? Dankeschön. Kannst du nochmal spielen mit dem Musikgerät? Kannst du bitte nochmal spielen? Und die Kamera anders angreifen. Mal aufpassen, dass ich nicht irgendwas versehentlich drücke. Ja. Kannst du bitte nochmal mit dem Musikgerät spielen? Das war toll. Kannst du zu uns kommen? Kannst du zum Jürgen kommen? Ja. Du kannst gern zu mir kommen, ich freue mich. Wenn du vor der Spieluhr bist, kannst du sie zum Spielen bringen, so wie du das schon mal gemacht hast. Mein Akku ist leer. Echt? Kamera-Akku ist leer. Er wird mir gerade wirklich abbrechen. Heißt zurückgehen und Akku tauschen. Ja. Gut, wir müssen nochmal zurück. Der war aber fast voll jetzt noch. Ja, Ruf einmal an. Alex, ja mit der dritten Hand. mit der dritten Hand. Akku bei der Kamera von der Corinna ist leer. Wir müssen austauschen. Könnt ihr mir den Namen von diesem Krankenhaus sagen? Wer immer noch hier ist, ich habe die Leute hier so erschreckt, dass ein energetischer Schutzwall errichtet wurde. Beim neuen Krankenhaus. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei uns auch bemerkbar machen würdet. Wo ist das Jenseits?
Schau mal. Schau mal, was da steht auf der Tür. Sicherheitsdienst Absperrzelle. Für Randalierer. Okay. Das ist sicher nicht bequem. Geh mal voraus, das ist für böse Buben. So, ist das die intensiv davon? So, was? Da gleich links, intensiv, oder? Intensiv, ja, direkt so intensiv. Jetzt, ja da, oder? Achso, ist das da schon gewesen? Ja, stimmt, da war das, ja. Danke. Der ist gerade vorbeigelaufen. Da wo der Becher am Boden liegt, wo wir gesagt haben, sie sollen den Becher bewegen. Bitte? Wo wir gesagt haben, sie sollen den Becher bewegen. Wo wir gesagt haben, sie sollen den Becher bewegen. Ja, genau. Jetzt verstehe ich es. In einem gewissen Alter ist es schwieriger. Ja, ja. So, ist hier jemand, der sich mit uns unterhalten möchte? Du kannst hier über dieses Gerät mit uns sprechen. Und du kannst dieses andere Gerät mit dem grünen Licht kannst du berühren. Dann leuchten die Lämpchen auf. Sag es uns, was du mitteilen möchtest. Was ist hier passiert? Schauen wir wieder rüber, wo wir das Chlor gebrochen haben. Wie ist dein Name? Das Kastel? Ja. Das ist vorher auch da gestanden. Verstehe jetzt nicht, was? Das Kastal, ist das vorher auch schon da gestanden? Ich denke schon, ich habe es nicht beachtet. Entschuldige, Okay. das ist diese Spiritbox, ist relativ Ja, laut. ist laut. Ja. Und überhaupt, wenn du daneben bist, dann verstehst du. Na, fast bleiben wir nichts. mal da. Ja. Also der Chlorgeruch ist jetzt nur ganz leicht, also der viel schwächer als bei dem, wo wir da waren. Bist du hier? Und wer bist du? Du kannst hier mit diesen Geräten spielen, du kannst mit uns reden über dieses laute Gerät und bei dem Licht kannst du hingreifen, dann leuchten die Lämpchen auf. Was hast du vorher gemacht? Warum haben sich beide Alex so geschreckt? Könnt ihr meinen Namen sagen? Wir sind heute nur einmal hier, wenn ihr uns was sagen möchtet, dann ist es eure Gelegenheit.
Was war das jetzt, Alex? Ich habe gerade eine Frauenstimme hinter dir. Du nicht? Ich habe eine komische Stimme gehört. Ja, Das habe ich schon gehört. hinter dir, gell? Wer hat denn da jetzt gesprochen? Hinter dir war eine Frauenstimme. Du hast auch gehört, gell? Ich habe es gehört, ja. Wer hat denn hier hinter Alex gesprochen? Könnt ihr das bitte noch einmal machen? Wer hat hinter Alex gesprochen? Löst nicht aus. Kann machen, was ich will. Jetzt. Versteckt ihr euch vor uns? Kommt doch raus und zeigt euch. Oder warte einfach nur sauer auf die Ärzte. Wollt ihr gar nicht jeden einfach erschrecken, sondern ist es nur um die Ärzte gegangen? Und ums Personal hier. Kannst du das gleiche machen wie bei den Alex vorher bei beiden? Was hast du da gemacht? Sie wollten es uns nicht sagen. Sie werden es uns noch sagen. Ja, ich würde es furchtbar gern wissen. Ja. Ich würde es gern sehen. Ja. Macht das bei uns auch? Oder halt beim Jürgen? Kein Problem. Schauen wir noch darüber. Ja. Gehört das dort noch dazu? Also ich glaube, Ich glaube schon. intensiv. Gell? Gut. Ja. Ist hier jemand, der sich uns mitteilen möchte? Sind wir hier richtig? Du kannst irgendwas bewegen, Lärm machen, trampeln, mit diesen Geräten hier spielen, Mit den Ringen am Tisch. mit den Tüchern, an die Scheibe klopfen. Ist jemand da? Bist du da? Aber interessanterweise die Uderinnen nicht. Gell? Mhm. Zumindest höre ich, das ist von draußen gekommen. Mhm. Naja, ich kann nochmal die Spiritbox aufdrehen. Ja. Aber ich schätze, wir werden dann bald
aufbrechen. Ja. Okay, Tasten ist sehr mühsam. Teile uns doch noch etwas mit. Ja, Das ist unterzeichnet. ja. Gut. Also wir kommen dann in kurzer Zeit wieder. Du kannst jetzt noch gerne reinreden, das Gerät berühren, spielen. Und hier. Ist hinter mir, oder? Nein, vor mir. Da. Achso, die Türe, ja klar. Jetzt? Ja. Aua. Okay. Der geht gar nicht, das Polterchen. Poltertune, ja. Jetzt wieder still, ja. Mhm. Ich werde jetzt nämlich die Spiritbox abdrehen. Ja. So. Habt ihr euch hier schlecht behandelt gefühlt? Was war dann? Gebt ihr an eurem Tod den Ärzten die Schuld? Gebt ihr an eurem Tod den Ärzten die Schuld? Oder den Pflegern? Und habt ihr deswegen hier euer Unwesen getrieben? Okay. Immer wieder habe ich bei der Auswertung Sprüche aus der NS-Zeit zu hören bekommen. Und ich habe mir das sehr oft anhören müssen, weil ich es einfach nicht glauben habe wollen oder glauben habe können. Sowas in der Häufung und in der Art und Weise haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Dann die Frage, was passiert, nachdem der Körper gestorben ist? Das habe ich gefragt. Darauf kam zur Antwort Erde. Ja, ich muss sagen, die Antwort war eher wenig zufriedenstellend jetzt für mich. Ja, weil das sind Sachen, die wissen wir selber. Ja. Aber es ist passend. Ja, auf jeden Fall. Wohin geht die Seele, habe ich gefragt, und die Antwort war, ist. Das könnte ein Hinweis auf die Ewigkeit der Seele sein, ja? Dass die Seele nirgendwo hingeht, sondern die Seele ist einfach. Ja? Sie geht nicht, sondern das ist eine Konstante, das ist einfach. Es ist halt ein weiteres Puzzlestein, ein weiteres Puzzleteil, wo man dann ein Gesamtbild hat. Ne? Wir haben halt bei unserem Rundgang auch sehr gehofft, dass bei uns auch mehr passiert. Du hast uns ja erzählt, dass auf der Intensiv und bei der Poltertune sehr viel los war. Genau, Du hast aber nicht spoilern wollen und du hast nicht genau gesagt, was passiert ist, damit wir ohne Erwartung, ohne spezielle Erwartung halt hingehen können. Bei dir war das K2 Meter sehr aktiv, aber du warst da nicht sicher, ob das vielleicht von der Spiritbox kommt. Ich habe die Geräte genauso gehalten wie du und das K2 hat überhaupt nicht reagiert. Außerdem auch die Poltertune. Und ich denke schon, dass das auch ein guter Hinweis ist, dass du da wirklich Kontakte hast gehabt. Ich glaube auch, ja. Erst bei der Auswertung habe ich dann gehört, dass immer wieder um Ruhe gebeten wurde, ja, und die Stimmung eher ins Ablehnende abgedriftet ist.
Ja, an der einen Stelle hatten wir, also haben der Alex und ich eine Frauenstimme gehört. Ja, und ich denke, auf dem einen Bild von der Vollspektrumkamera war auch rechts hinten, ganz hinten, ein Schatten von also von einer kleinen Gestalt zu sehen. Bin mir nicht ganz sicher, weil umso näher man dann reinzoomt, umso verpixelter ist das Ganze. Ja, irgendwie war es, als hätten sich die Phänomene an dem Abend so eher auf mich konzentriert, ist mir vorkommen. Ja. Der Abend war aber noch nicht vorbei. Und der Intensivbereich hat sich bis dahin ja als aktivster Raum Ja, dargestellt. ja, Wo sonst, wenn nicht dort, ja, genau. haben wir dann eben das Portal dann sich entschieden, dass wir dort das Portal aufstellen. Diesmal zusammen aber mit anderen Geräten wie die Kinect und auch die Boltation. Gleichgültig. Hast du das gehört? Ja, Ich habe alles Gute gehört. wenn wir die Poltertune mit zum Portal machen. Ja. Die legen wir dann irgendwie hin, so zum Ausgang. Die war interessant. Das heißt, die Tür hat dann schon zweimal gescheppert heute. Und die ist aber fest zu, weil die fällt, das ist eine Panzertür. Ja, Schalte ich jetzt aus. das ist klar. Ja. Sicher da, ne? Wir haben auch gefragt, ob sie den Becher da unten bewegen können. Nix. Stellenweise ist es da ganz warm und dann ist es wieder kalt. So. Die Poltertune, die richten wir da zum darüber. Ja. »77. So. Habt ihr für mich auch einen Sensor hergerichtet? Jürgen, du hast mir den Sessel genau in die Kamera geschoben. So. Vater. Vater. Ja. Schau mal. Ja, das ist Fakt schon. Wir haben mehrere Geräte mit. Das eine nennt sich Portal. Dann haben wir die Spieluhr mit. Ihr wisst ja schon, wie die funktioniert. Und noch ein weiteres Gerät in meiner Hand. Da könnt ihr die Lämpchen leuchten lassen, indem ihr euch nähert. Genauso wie bei der Spieluhr. Und da sitzt schon wer. Ja, wir sind auf der Kinect.
Lotst mich du hin? Sitzt jemand am Boden quasi. Und die lehnt sich mit dem Rücken an das Kastel an und hat die Beine so gespreizt, V-förmig auseinander. Lotst mich du hin? Ja, weiter vor. Weiter vor. Du kommst von der rechten Seite rein. Ja, noch. Kannst du meine Hand berühren, bitte? Oder das Gerät in meiner Hand? Er hat die Arme unten. Also das wäre weniger bis zum Boden fast. Könntest du mich bitte berühren? Freund? Jetzt hat er die berührt, ja, das geht aufs K2. Das ist das auf K2 drauf. Könntest du das Gerät eventuell zum Leuchten bringen? Kannst du es berühren? Warum sich da irgendwo was abzeichnen sollte? Da ist nichts, ja? Glatte Flächen. Ja, bestimmt. Wenn man davon ausgeht, dass wir hier auf einer Intensivstation sind, Ja, ja, dann wäre es doch möglich, dass sich derjenige gar nicht bewegen kann. Dem geht's nicht. du schaust. Es wirkt, als würde der Kopf so richtig auf der Seite hängen, als würde er Hilfe brauchen, oder? Ja, Wenn man davon ausgeht, dass das der Kopf da ist. aber so wird er rumtippt, auch ein bisschen verlegen. Wie wenn es eine Verlegenheit, so ein bisschen unsicher. Oder verwirrt. Wie gesagt, wir sind auf einer Intensivstation und da ist ja nichts. Ja. Wenn man da schaut, da ist ganz genau glatter Boden, keine Balken oder so. Schau mal ein bisschen im Raum herum. Ja. Mit der Finger. Schau mal, ob das Ganze dann noch einmal auftaucht später. Ist hier jemand, der mit uns sprechen möchte? So, ist die Poltration, wenn sich das noch einmal abgeht, wird die Poltration vielleicht da bleiben. Das ist weiterhin. Wisst ihr, wo wir hier sind? Ganz sicher. Was für ein Raum ist das hier? Wie viele Menschen sind hier gestorben? Wie viele Menschen sind noch hier? Wer hat vorher die Spieluhr aktiviert?
Würdest du bitte die Spieluhr für uns noch einmal aktivieren? Du brauchst dich nur zu nähern. Schau halt ab und zu im Raum herum. Was? Schau halt ab und zu im Raum herum. Und sie spricht. Geh scheißen. Wer segiert wem? Wir gehen davon aus, du bist hier gestorben. Nein, wir gehen noch nicht raus. Was ist hier passiert? Alex? Kannst du die Poltertune wieder anstarten? Kannst du mit ihr spielen? Kannst du sie spielen lassen? Soweit, so gut. Auf der Kinect gleich am Anfang eine Gestalt, die auf uns gewirkt hat, oder auf mich, ich sage jetzt auf mich gewirkt hat, als wäre dort jemand zusammengebrochen. Auf der Intensivstation, hilflos, ja. Es war eine nur sehr schwache, ja, aber doch irgendwie eine kleine Interaktion zu bemerken. Ja, wo vorher das Katzometer verrückt gespielt hat, ja, zeigt sich jetzt, war überhaupt nichts mehr. Ja, das war ruhig an der Stelle, an einer und derselben Stelle. Ja, wir waren aber sicher, dass wir da im aktivsten Bereich vom Krankenhaus unterwegs waren. Und weil wir dort auch die meisten Ergebnisse eingefangen haben. Man hat eindeutig aber das Unbehagen auch gespürt und die Kälte ist immer schlimmer geworden. Und nach und nach ist dann auch immer wieder die Aktivität mehr zurückgekommen. Die Straßen. Bist du bei uns im Raum? Wenn ja, dann beweg dich doch bitte zur Spieluhr hin. Die Kamera wird immer unscharf. Sie fokussiert nicht.
So viele Leute haben mir erzählt, wie furchtbar es hier ist. Dass noch so viele Seelen da sind, die keine Ruhe finden. Ihr könnt euch hier bei uns bemerkbar machen. Hast du das gehört? Ja, es hat an der Decke geknarzt. Schau mal mit der Kinect an die Decke. Nichts zu sehen. Ein bisschen langsamer. Wenn Sie gut Jürgen leucht mal da hinten ins Eck. Oben Ins ins Eck. Eck. Da oben ins Eck. Nix, gell? Nein, sonst ist nichts. Wo bist du? Wo bist du? Das ist mein Sessel. gehen Sie mir Unter der Erde. Was ist unter der Erde? Draußen. Alex. Du kannst gerne eine Spur näher kommen. Ich sitze draußen. Ja, es hat irgendwas, irgendein Geräusch war draußen. Ist jemand hier? Was ist hier passiert? Was ist mit dir passiert? Warum bist du tot? Das ist auch gut, gell? Hm? Ja, hab ich auch gehört. Ja. Möchtest du gerne näher zu mir kommen? Was sucht sie? Da sind wir nun gesessen und haben uns irgendwie schon gewundert, dass die Geräte so wenig ausgeben und dass es so ruhig ist. Für mich war das eigentlich fast schon ermüdend, ja, teilweise einschläfernd kann man sagen. Doch mit einem Schlag waren wir dann wieder hellwach. Was sucht sie, habe ich verstanden. Wir suchen Antworten. Wir suchen Antworten auf die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Wo? Hab sie die Tür gehört? Ja. Scheiße.
Habt ihr die Tür gehört? Ja. Scheiße. Ich war so derart schockiert, dass ich im ersten Moment einfach nur versteinert war. Der erste Gedanke nach dem Schreck war dann doch, dass vielleicht der Hausmeister nach dem Rechten sieht. Aber niemand ist hereingekommen. Ja, und da erst bemerkten wir, ja, wie soll ich es ausdrücken, dass irgendwas jetzt merkwürdig ist. Ungewöhnlich, ja. Da drüben. Hast du es noch nicht gehört? Oh ja, klar, das Ja, die große draußen. große Liga. Links. Entweder die oder die. Nein. So, dann wieder. Ja, genau. Ja, Ja, Und die ist aber zu. ja das kann man durch den Luftstoß aufgehen. die kann nicht, das ist zu schwer. Luftstoß Das ist. wird uns auch sein, oder? Nein. Aber weißt du, Na. dass dafür Wind gehen muss? Ja. Kannst du das bitte noch einmal machen? Könntest du bitte die Tür öffnen und noch einmal schließen? Kannst du dich uns zeigen? Aber jetzt verstehe ich es langsam. Ja, wenn man dann Nacht für Nacht arbeitet, Tag für Tag, dann summiert sich das Ganze irgendwann mal. Aber da herinnen geht absolut kein Luftzug. Ja, vor allem auch draußen geht kein Luftzug. Die Fenster sind zwar gekippt oft, aber es geht draußen kein Wind. Es ist zwar kalt, aber. Kannst du das bitte nochmal machen? Ist dir nicht das Herz in die Hose gerutscht? Wir haben doch jetzt alle, wie viel sind wir überhaupt? 4. Alle 4 blöd geschaut. Also, ja, das war jetzt nicht erschreckend für mich. Aber es war. Mich hat's voll geschreckt, Jürgen. Und du, wo war ja nix. Ich habe momentan nichts rausgebracht, aber das war diesmal eindeutig. Ja. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört und wir haben das auch gehabt, eben wie wir mit der Poltertune unterwegs waren, also bei der Poltertune waren. Und das ist jetzt das 3. oder 4. Mal, ich weiß jetzt nicht auswendig, Mhm. dass Ja, das passiert. Das habe ich auch gehört, ja, hast du auch erwähnt. Ja. Kannst du es bitte noch einmal machen? Die Türe öffnen und schließen? Oder macht es jetzt keinen Spaß? Na, es ist natürlich besser unerwartet, oder? Ja, na klar. Während wir die Tür kontrollierten, fielen im Hintergrund noch ein paar interessante Meldungen, wie wir dann bei der Auswertung auch festgestellt haben. Im Krankenhaus gab es keinen Luftzug, drinnen und draußen natürlich auch nicht. Es waren die Fenster zwar gekippt, aber es ist auch draußen nicht kein Wind gegangen und es war absolut windstill. Die Türen haben einen Schließmechanismus, der sehr kräftig ist und außerdem auch verhakt. Das ist also eine Tür, die kannst nicht aufmachen, ohne die Schnalle runterzudrücken. Und wir haben an diesem Abend ja immer wieder knallende Türen gehört. Wer uns schon länger kennt, weiß, dass die Portalsitzung bei uns eher sehr ruhig und geordnet abläuft, aber in der Nacht war alles anders. Einige Zeit später bin ich erst draufgekommen, dass ich ja eine Kamera in der Hand habe und die Kinect und die Poltertune einfach herumstehen, dass wir eigentlich die Türe, diese große, damit verwanzen könnten, ja, falls da noch einmal irgendwo was passiert. Es ist die Aussage Vollmond gekommen aus dem Portal, ja, das war wieder interessant. Haben wir, glaube ich, so noch nie gehabt, die Aussage überhaupt, ja, und es war tatsächlich auch eine Vollmondnacht. Ja, der Abend, der hat letztendlich dann doch noch etwas länger gedauert als zuerst gedacht. Ja, wie gesagt, waren wir nun nach dem ganzen Vorfall alle munter, ja, und dann gespannt, wie es vielleicht auch noch weitergeht.
Also ich muss ehrlich sagen, ich scheiß mir gerade in die Hose alleine rausgehen. Ja, Das ist cool. Danke. wirklich. So, ich fahre mit dem Sessel wieder zurück. Puh. Ja, wir haben noch nie so ein bewegtes Portal gehabt, gell? Ja. Aber ich mache es jetzt, wenn das nächste Mal die Tür aufgeht, dann stürme ich mit der Kamera raus und filme sofort. Ich habe jetzt die Poltertüren rausgestellt. Konzentrieren wir uns einfach wieder aufs Portal. Okay. Wer öffnet und schließt denn hier die Türen andauernd? Irgendwas wird gefahren. Nein, weißt du, was ich mache? Ich lege die Kamera, die Kamera raus Ah, zu ja. der Tür, Gescheit. oder? Ja. Für was habe ich die? Hat er recht. Ja. So. Jetzt. Wärst du bitte so nett und würdest die Türen noch einmal öffnen und schließen für uns? Geh mal die Kinect, bitte. Ich habe noch eine Idee. Ja, naja, wenn sowas passiert, oder, dann geben wir alles raus, was wir haben, kurz was passiert ist, oder? So. Jetzt haben wir alles. Vor allen Dingen, das passiert öfter. Ne? Das ist genau das, was jetzt schon 3-4 Mal dran ist. 3-4 Mal war das mit der Tür jetzt, ja, und jetzt reicht es mal. Aber ist nicht immer dieselbe. Ja. Es war vorher die auf der anderen Seite, Aha. ja, wo die Poltertür vorher war. Jürgen, magst du die mal zum Alex dazusetzen? Wäre einfacher. Rüberrollen. Dort, wo die Poltertür am Tisch war, Ja. das ist die Tür, die quer geht. Ja. Die ist direkt dem Alex den Kopf zugeknallt. Ich habe es nur gehört. Er rührt sich nicht mal, weil er die Kopfhörer auf hat. Ja, also darum nimmt das nicht so wahr. Ja, und jetzt hinter der Corinna. Das ist die andere Tür Ja. zum anderen Trakt. Egal, das mit der Tür, das passiert jetzt eh nicht mehr. Wahrscheinlich nicht, wenn es da direkt hinsteht. So. Aber es war so. Das sicher passiert das nicht mehr. Wer war denn das mit der Türe? Könnt ihr uns das sagen, bitte? Gespannt sind. Ja. Naja, das mit der Türe war noch ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig, oder? Genau. Zeig mir, was du machen kannst. Ja, zeig uns, was du drauf hast. Sagte Marie. Warum könnt ihr hier nicht weg?
Und woher kommt ihr überhaupt? Seid ihr ehemalige Patienten oder was anderes? Stimmt es, dass man vor dem Tod Verwandte sieht, die einen abholen kommen? Stimmt es, dass es ein weißes Licht gibt, wo man hinübergeführt wird in eine andere Welt? Viele Leute fürchten sich während des Lebens vor dem Tod. Muss man sich wirklich fürchten? Muss man sich vor dem Tod fürchten? Oder mal anders gestellt, gibt es Menschen, die sich vor dem Tod fürchten müssen? Wollt ihr hier bleiben? Wisst ihr vielleicht gar nicht, dass ihr tot seid? Könnt ihr uns sehen? Katja Meter gerade ausgeschlagen. Echt? Ja. Könnt ihr uns hören?
Könnt ihr den Jürgen sehen? Könnt ihr den Alex sehen? Das war vorher ein Ja und jetzt beide, oder nicht? Ich habe auch verstanden, ja, Aber- beide hier oder so. Ja. Wie viele lebende Menschen? Wie viele Wie viele lebende Menschen sind hier im Raum? Da ist schon wieder. Könnt ihr bitte das Gerät, was gerade geleuchtet hat, noch einmal zum Leuchten bringen? Wisst ihr, dass dieses Gebäude abgerissen wird? Immer wieder sind eindeutige Aussagen aus der NS-Zeit zutage gekommen. Das haben wir in der Häufung, glaube ich, noch nie gehabt. Dazu kann man auch sagen, das Krankenhaus ist im Krieg vom Militär verwendet worden. Konfisziert, beschlagnahmt. Ja, man kann sich vorstellen, wie schlimm es in der Zeit dort zugegangen sein muss. Und auffällig war auch, dass immer wieder Virus bzw. das Virus zu hören war. Der letzte Akt des Spitals war tatsächlich eine Station, also da war es tatsächlich eine Station zur Betreuung von Patienten in der aktuellen Krise. Generell kommen aus dem Portal immer wieder sehr viele Wortfetzen, das ist klar. Und es soll auch so sein, nur diese immer wieder von Ort zu Ort passend zu bekommen, ist das Spannende an der ganzen Sache. Seid ihr hier, weil ihr auf die Ärzte noch sauer seid? Glaubt ihr, die Ärzte sind schuld an eurem Tod? Welches Jahr haben wir? War da gerade, wenn sie sterben? Ja, ich glaube auch. Ja. Ganz sicher. Des Gottes? Wer ist tot?
Und daher Warum seid ihr hier und knallt zum Beispiel mit den Türen und erschreckt die Leute hier? Ja. Ihr wollt doch dadurch auf euch aufmerksam machen. Richtig? Und wir sind hier, um euch zuzuhören. Uns interessiert, was ihr zu sagen habt. Und wir können nur ein einziges Mal hier sein. Wir dürfen nicht noch einmal herkommen. Hat gerade eine Frau gesprochen. Das heißt, wenn ihr euch bemerkbar machen wollt, Alex Jürgen. bitte, Es war gerade bitte, eine Frauenstimme war im Raum, nicht aus dem Portal. im Raum, Ja, eine Frauenstimme. wer hat das noch gehört? Hast du das Mikrofon gehört, oder? Nein, über das rechte Ohr frei. Bitte? Im linken Ohr habe ich die Ohrenstöpsel drin und im rechten nicht. Ich habe sie über das rechte Ohr gehört. Da hat eine Frau gemurmelt. Glaubst du, hört man das im Mikrofon auch? Ich weiß nicht. Also wenn ihr euch bemerkbar machen möchtet, und sei es auch durch Geräusche hier drinnen oder das mit der Tür, dann macht es bitte nochmal, sonst wissen wir nicht, dass jemand hier ist. Danke. Kannst du das bitte noch einmal machen? Kannst du das bitte noch einmal machen? Kannst du das bitte noch einmal machen? Frauenmusik. Auflösung. Ich sehe Haut. Ihr wollt euch doch bemerkbar machen, oder? Das habt ihr immer getan. Darum sind so viele Leute hier weggegangen. So viel ist gut. Alle. Und wollten nicht wiederkommen. Und wir sind extra wegen euch da, um das zu sehen und zu hören und mitzubekommen, um euch eine Stimme zu verleihen. Bitte nutzt die Gelegenheit. Sagt uns, warum ihr hier seid. Wenn ihr es uns schon gesagt habt, dann bitte noch einmal. Sollen wir irgendwem noch was ausrichten?
auch zweimal der hat ausgeschlagen. Der Schlaf. Wozu die vielen Farben? Könnt ihr bitte die Tür noch einmal knallen lassen? Ich rieche Urin. Ja, ich habe gerade Gefahr verstanden. Sollen wir besser gehen? Wenn wir gehen sollen, lass die Tür bitte nochmal knallen. Dann gehen wir sofort. Knallt bitte mit der Tür und wir packen zusammen und gehen. Und kommen auch nie wieder her. Nehmt bitte eure komplette Energie zusammen und knallt die Tür nochmal. Ich habe Urin gerochen. Du nicht? Ja? Nein. Nein. Ich bin eine richtige Urinwolke. War das nicht gestanden, ja? Einmal die Tür bitte. Oder sollen wir bleiben? Wenn wir bleiben sollen, dann knallt jetzt mit der Tür. Nix. Was ist da drin? Okay. Wo ist Ein riesiges Zimmer. Also letzte Möglichkeit, wenn ihr uns noch was sagen möchtet. Wer was braucht, läutet bitte oder öffnet die Tür. Klopfen geht auch, bitte klopft, wer was braucht. Oder jetzt gerade. Was hast du verstanden? Na, klopfen habe ich nicht. Da hinten, gell? Ja. Eins ist kaputt.
Klopf bitte noch einmal, es war zu undeutlich. Ich weiß nicht, wo du bist. Bitte klopf noch einmal. So kann ich dir nicht helfen. Kannst du noch mal klopfen, bitte? Um mir zu zeigen, wo du bist? Im Bad. Es gibt hier leider viele Bäder. Flüchtling? Ja. Da waren Flüchtlinge herinnen, Covid, ja? Okay, machen wir Schluss. Ja. Knallt ihr uns bitte nochmal die Tür zu? Das war nicht wahr, oder? Du nimmst dich Kinect? Ich bin total steif, richtig eingefroren. Ja, ich auch. Wir suchen uns immer die besten Tage aus. Ja, gestern war es noch warm. Ja. Danke. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Voller. Danke auch fürs Türenbewegen. Unglaublich. Letzte Chance, noch einmal Türen knallen. Bitte. Mit voller Kraft. Nix. Ich hoffe, dass man es irgendwann auf den Kamera hört. Okay, das war's. Bitte, was war das bei der Tür? Ja, ich habe keine Idee, woher das kommt und was das sein soll. Ich habe keine Ahnung, wie oft ich mir das angesehen habe. Die Kamera war in Richtung Gang zum OP-Bereich ausgerichtet und zum Zeitpunkt der Erscheinung waren wir hinter der Kamera beim Portal und dazu noch auf der Seite ein paar Räume weiter im Hintergrund. Ja, wir waren weg. Scheinwerfer von Autos kann man ausschließen, weil das Gelände abgeriegelt ist, dort gibt es absolut keinen Verkehr mehr. Ja, das ist wirklich eine merkwürdige Sache. Und noch dazu,
zeigte sich auch diese Erscheinung genau, wo wir nochmal aufgefordert hatten, die Türe zu bewegen. Genau, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so etwas schon mal gesehen habe davor. Bei der Auswertung kamen immer wieder zur NS-Zeit die passenden Wörter oder Sätze aus dem Portal, und was am Schluss noch aufgefallen ist, war, dass scheinbare Hinweise und Warnungen zur Pandemie ausgesprochen wurden. Ja, das hat mich erschreckt. Ja. Das Krankenhaus hat auf jeden Fall schon sehr viel erlebt, das steht fest. Viele sind gekommen, viele sind gegangen. Mhm. Von der Kriegszeit bis heute, da bleibt schon einiges hängen. Ja, das ist auf jeden Fall fix. Ja, das sind Energien. Es wirkte so, als würden sich die Seelen aus allen diesen Zeiten bei uns melden. Die Sache mit der Poltertune war für mich bisher von allen Ermittlungen absolut das Spannendste. Ja, weil ich glaube, dass ich das erste Mal einen echten Dialog führen habe können, dass ich da eine Konversation aufgebaut gehabt habe. Ja, wahrscheinlich sind die Energien auch begrenzt, darum ist es dann auch wieder abgerissen, und wie gesagt, wie ihr den Versuch gestartet habt, das hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Das war einmal und dann war es vorbei. Ja, für mich ist es echt schlimm, muss ich sagen, dass es dort absolut keine weitere Chance geben wird, noch einmal nachzuhaken. Ja, weil ich glaube, dass genau dieses Krankenhaus für die paranormale Forschung der absolut beste Ort ist.
the time